Hallo Freunde der Sonne. Ja, mit Sonne kann ich leider heute nicht wirklich dienen, weil ihr seht es wahrscheinlich im Hintergrund oder zumindest hört ihr es mit Sicherheit. Es ist heute Regen angesagt, aber das passt mir ganz gut, weil dann habe ich jetzt endlich mal Zeit, endlich mal wieder ein Video für euch zu machen. Weil, naja, nicht, dass ihr denkt, ich sitze hier den ganzen Tag faul auf meinem Hintern rum, zeige ich euch, was wir so die letzten Tage gemacht haben. Wir haben den Zaun an meiner Straße neu gemacht, seht ihr hier im Hintergrund so ein bisschen. Und wenn ich sage wir, nun zwei Nachbarn, also etwas weiter wohnende Nachbarn, aber hier im Dorf wohnend auf jeden Fall. Und die haben damals schon hier mein Haus mitgebaut. Und ja, die werde ich jetzt so ab und zu mal, wenn ich es nötig habe, so als Bauarbeiter beschäftigen. Weil dann freuen die sich nämlich, dass sie ein bisschen Geld verdienen können und ich muss nicht alles alleine machen. Außerdem kann ich hier definitiv von deren Erfahrungen profitieren. Und von daher ist das in meinen Augen auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Aber nun zum Thema Zaunbau. Wir haben, wie gesagt, den Zaun hier an der Straße neu gemacht. Alles in allem, ich glaube so um die 150 Meter, Pi mal Daumen, ich weiß es nicht genau. Problem hier ist halt, dass auf dieser Straße oder an dieser Straße, die hier im Hintergrund vorbeiläuft, dass da die Kühe täglich vorbeigehen. Die wohnen nämlich irgendwo da oben und gehen dann da runter, um dann da zu weiden. Also die futtern sich tagsüber dort den Bauch dick und gehen dann abends wieder nach Hause. Und ja, deshalb ist hier reger Kuhverkehr. Und deshalb muss ich den Zaun hier auch halbwegs kuhsicher haben, damit diese Kühe dann nicht immer auf mein Grundstück kommen und mir dann meine frisch gepflanzten Bäumchen abfressen. Wenn sie mir nur das Gras abfressen würden, hätte ich nichts dagegen. Im Gegenteil, wäre ich sogar ganz froh drum. Aber das tun sie normalerweise leider nicht. Sondern, naja, lieber die frischen Triebe, die sind noch leckerer als mein Gras. Was haben wir gemacht? Nun, durch die Kühe bedingt konnte man nicht erst den alten Zaun wegmachen und dann den neuen machen. Also haben wir begonnen, den neuen Zaun zu machen, während der alte noch steht. Und da gerade hier in dem ersten Bereich der Zaun recht nah an der Straße ist, bzw. war, so dass einige Pfosten dann teilweise schon auf der Straße waren, bzw. das Erdreich um die Pfosten hin weggebrochen war zur Straße hin und diese Pfosten dann teilweise nur noch ganz wenig in der Erde standen und somit auch nicht wirklich die Stabilität hatten, habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze um so 30, 40, 50 Zentimeter, je nachdem, ein bisschen nach hinten zu ziehen und dadurch dann wieder stabilere Pfosten zu haben. Andere Pfosten hatten nur noch so ganz dünnes Futter gehabt, also die waren schon recht weit vergammelt, beziehungsweise waren schon so weit vergammelt, dass sie nur noch durch den Zaun, also den Drahtzaun, den Zaundraht gehalten wurden und das ist dann auch nicht wirklich optimal. Der Zaun war schon mehrfach geflickt und nicht wirklich stabil und das war dann für mich Grund für den doch recht zügigen Wechsel des Zauns. Wie sind wir vorgegangen? Nun ganz einfach. Ich habe erst so grob abgesteckt, wie denn der Zaun verlaufen soll, weil gerade hier in diesem Bereich hier ist es nicht gerade, sondern es macht so eine leichte Kurve und die musste natürlich entsprechend ein bisschen angepasst werden. Also habe ich dann mit einer Schnur den ungefähren neuen Verlauf abgesteckt und entlang dieser Spur haben wir dann begonnen, die Löcher zu buddeln für die Pfosten. Und zwar ganze 80 cm tief haben wir die gemacht, weil die üblichen Pfosten hier sind 2,20 Meter lang. Die werden üblicherweise auch 60 bis 80 cm eingebuddelt. Wir haben uns für 80 cm entschieden, weil dann haben wir noch etwa 1,40 Meter Zaunpfahl oben stehen und das reicht völlig aus. Durch die Tiefe haben wir halt genügend Stabilität, dass da auch meine Kuh sich dagegen lehnen kann, ohne gleich den Zaun bzw. den Pfosten umzuschubsen. Ja, das ging eigentlich relativ zügig mit dem typischen Paraguayer-Spaten, von denen ich inzwischen auch ein Riesenfan bin.
und so einem sogenannten Doppelspaten, Paladoble heißt das hier. Damit kann man hier hervorragend diese Löcher buddeln. Ja, Loch gebuddelt, ging relativ zügig. Ich habe mal spaßeshalber auf die Uhr geguckt. Da unten in dem zweiten Zaunabschnitt haben wir dann für die 15 Pfosten, die wir da verbaut haben, gut 2 Stunden gebraucht. Das finde ich persönlich doch ordentlich, finde ich in Ordnung. Zu dritt haben wir das gemacht. Ich habe nämlich fleißig mitgearbeitet und ich hätte mir echt gedacht, dass das Ganze wesentlich langwieriger ist, was doch auch körperlich schwere Arbeit ist. Und dann in der prallen Sonne und das ist halt nicht ganz so schön. Löcher buddeln, dann haben wir die Pfosten halt verteilt und dann eingebuddelt. Die Pfosten übrigens haben wir in etwa 4 Metern Abstand gesetzt, so Pi mal Daumen, wie man das halt macht. Ne? Pfosten anheben, ins Loch plumpsen lassen, nach der Höhe ausrichten, gucken, dass die so halbwegs senkrecht stehen, so Pi mal Daumen. Mein Arbeiter wollte dann eine Wasserwaage von mir haben. Gut, dann haben wir das halt teilweise auch mit Wasserwaage gemacht. Aber da ich ja hier keine Betonpfosten habe, die dann so halbwegs gerade sind, sondern Holzpfosten, ist das natürlich auch wieder eine Frage, wo legst du das an? Beziehungsweise wie ist der Pfosten gewachsen? Weil naja, die Natur wächst halt nicht immer kerzengerade. Aber egal. Ja, das dauert dann doch ganz schön, weil diese Pfosten, die wiegen auch eine ganze Menge, hätte ich nicht gedacht. Also ich denke mal so um die 30 bis 50 Kilo haben die schon gehabt, je nachdem, was das wie dick die sind. Dafür bin ich mir aber auch ganz sicher, dass ich da die nächsten 15 Jahre Ruhe habe, weil dieses Holz wird mit Sicherheit nicht so schnell verrotten hier. Und auch Termiten und Ameisen kommen nicht ganz so einfach in dieses Holz rein, einfach weil es halt auch knüppelhart ist und sehr stabil. Und das war mir dann auf jeden Fall auch das Geld wert für die Pfosten. Und ja, man kann natürlich hier auch ganz billige, einfache nehmen, aber dann fängt man im Prinzip in 3, 4, 5 Jahren wieder an und da habe ich echt keine Lust drauf. Betonpfosten wären auch möglich gewesen. Aber da muss man echt schon den richtigen Lieferanten finden, dass die dann auch eine Menge aushalten. Mir wurde von mehreren Leuten davon abgeraten, gerade wenn hier die Kühe lang kommen, wenn die dann dagegen kommen oder sich mal dagegen stupsen, dann kann es doch passieren, dass so ein Betonpfosten schnell mal kaputt geht, wenn die Qualität nicht stimmt und das soll hier wohl nicht gerade selten vorkommen. Beim Einbuddeln der Pfosten ist es allerdings extrem wichtig, dass man die ordentlich verdichtet. Und zwar gleich von unten auf, also nicht erst voll schütten das Loch, sondern gleich die unterste Schicht richtig verdichten, damit die auch wirklich stabil sind und nicht wirklich und das Erdreich dann nicht mehr so nachsacken kann, beziehungsweise dann sich auflockert. Ist hier natürlich alles wieder Handarbeit gewesen, also nichts mit Bodenverdichter, also Rüttelmaschine oder ähnliches. Alles echte, gute, deutsche, paraguayische Handarbeit, so wie man es halt hier gewohnt ist. Nach dem Verdichten der Erde wird dann halt auch schon der Draht gespannt. Ich habe mich dazu entschieden, 2 unterschiedliche Drahtstärken zu nehmen. Insgesamt habe ich 6 Linien gezogen im Abstand von jeweils etwa 20 Zentimetern. Und bin somit auf 1,20 Meter Höhe rausgekommen. Die untersten 3 Linien habe ich mit einem etwas stärkeren Draht genommen, stärkeren Stacheldraht. Die Paraguayer nehmen hier immer Stacheldraht. Ich weiß nicht warum, also habe ich es auch gemacht. Einfach, naja, ist halt so hier. Und ja, die obersten 3 Reihen habe ich dann den normalen Stacheldraht genommen. Ich hätte euch auch gerne noch die Verpackung gezeigt von diesem normalen Stacheldraht, aber die haben leider meine Hunde schon zerlegt gehabt, bevor ich davon ein Foto machen konnte. Naja, sie waren mir grundsätzlich eine Hilfe, diese Hunde. Okay, aber ist ja egal. Gibt es hier halt auch in unterschiedlichen Qualitäten. Ich denke, hoffe, habe eine vernünftige erwischt, so dass ich halt nicht in 2 Jahren wieder anfangen muss, den Draht auszutauschen. Ja, das Ganze
haben wir dann halt ausgerichtet, wie gesagt, so im Abstand von etwa 20 Zentimetern. Wichtig war es mir, dass im untersten Bereich genügend Platz ist, dass ich da dann auch mal mit der Motorsense lang gehen kann, damit, falls dann da irgendwelcher Wildwuchs ist, beziehungsweise falls dann da das Gras ist, was die Kühe nicht abfressen, weil die kommen hier immer vorbei und dann naschen die hier auch direkt am Zaun. Und das ist auch der Grund, weshalb ich die untersten Reihen verstärkt gemacht habe, also mit dem dickeren Draht. Einfach um da den Kühen einen größeren Widerstand zu bieten. Und ja, die obersten 3 Reihen habe ich dann den etwas preiswerteren Draht genommen, weil der muss dann nicht mehr so viel aushalten. Da gehen die Kühe dann nicht dran und knabbern nicht dran und das ist dann nicht so das Problem. Gespannt haben wir den Draht dann, indem wir den an der einen Seite befestigt haben und dann mit einem Zurgurt, den wir halt an dem Draht befestigt haben, haben wir das Ganze auf Spannung gebracht. Dadurch, dass es hier halt kurvig ist, war das nicht ganz so einfach, aber hat dann doch recht gut funktioniert. Und dann ja, haben wir den halt an dem anderen Pfosten verbunden und dann in Abstand von 20 cm übereinander in die entsprechenden Pfosten mit den Krampen hineingeschlagen. Und das hält sehr gut, meiner Meinung nach. Bin bis jetzt sehr begeistert davon. Stabiler Zaun und gut unter Spannung. Als letztes fehlte dann natürlich noch die Abstandshalter, die wir dazwischen gemacht haben. Die heißen hier Balancinas, glaube ich, ja, Balancinas. Und ja, ich habe mich dann dafür entschieden, 3 Stück zu machen. Somit habe ich dann im Abstand von 1 Meter immer so eine Balancina, also so einen Abstandshalter. Und ja, meiner Meinung nach ist das ganz vernünftig. Meine Nachbarn, die ja hier auch regelmäßig vorbeikommen, meinten auch, wow, schöner Zaun und stabiler Zaun und habt da gut gemacht, sieht gut aus und ist auch stabil und toll und ja, naja, so ist das halt, so einfach haben wir das gemacht. Einfach nicht wirklich, klar ist eine Menge Arbeit und ja, jetzt haben wir das halt geschafft. Zumindest die ersten 2 Teile, das waren auch die, die mir am wichtigsten sind und alles andere werde ich so nach und nach stückchenweise reparieren. Hauptsächlich jetzt erstmal unten Richtung Wald, weil da auch die Kühe lang gehen, aber da sind nur ganz wenige Pfosten, die ich austauschen muss. Der Draht ist größtenteils auch noch in Ordnung. Dann werde ich halt stellenweise neuen Draht mit einflechten und teilweise alte Pfosten, die nicht mehr da sind oder kaum noch Stabilität haben, die werde ich dann nach und nach ersetzen. Aber das hat jetzt erstmal Zeit, weil das funktioniert noch und da ist auch teilweise recht dichter Wald dabei, sodass die Kühe da definitiv nicht reingehen. Und da habe ich dann nicht so das Problem mit. Aber hier oben, das war mir dann doch schon ein Anliegen, weil ich schon tatsächlich ab und zu mal fremde Kühe hier auf dem Grundstück hatte. War damals nicht das große Problem, weil ich halt noch nicht viel gepflanzt habe, aber jetzt habe ich doch schon eine ganze Menge hier drauf. Und das wäre sehr schade, wenn das dann abgefressen wird von den Kühen. Abgefressen wird es teilweise ja sowieso noch von Blattschneiderameisen, aber das ist dann ein Thema für eins der nächsten Videos. Das habe ich auch schon vorbereitet so ein bisschen und wenn es jetzt die nächsten Tage weiter regnen wird, könnte es sein, dass dann zeitnah wieder das nächste Video kommt. Und ansonsten werden wir noch andere Sachen jetzt demnächst machen, die allerdings nicht die alleroberste Priorität in meinen Augen haben. Naja, das war es, glaube ich, auch schon, was ich dazu großartig sagen wollte. Ich hoffe, ihr habt es bis hierhin geschafft. Wenn ja, super. Vielen Dank für das Interesse. Und ich hoffe, es bringt euch auch ein kleines bisschen irgendwas neben der Unterhaltung oder so. Keine Ahnung.
Und sage ansonsten wie immer vielen Dank für das Interesse und tschüss aus dem nicht ganz so sonnigen, kalten Paraguay, wo es jetzt gerade regnen tut. Was ja auch nicht schlecht ist für die Natur. Die braucht das auch mal wieder. Sonst hätte ich morgen wieder gießen müssen. Tschüss, euer Nico.